Herzlich willkommen Richtung Himmelblau. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, denn wir zeigen euch ein paar Tiny Häuser. Kommt mal mit. Das ist ja okay, aber was ist so mit Ja. Genau. Also, wir sind jetzt hier im Mobi Magnolia. Mobi Magnolia ist ein Mobi 3. Vom Grundrisstyp her ist es die Nummer 3. Ihr seht hier, dass wir hier alles unten haben. Die Küche ist unten, Bad sowieso, das wisst ihr ja. Der Couchbereich ist unten und das Bett ist unten. Und hier ist die Besonderheit, dass du hier erhobenen Hauptes ins Schlafzimmer gehen kannst. Das haben wir extra gemacht für die Leute, die sagen, ich will nicht mehr hoch. Maximaler Stauraum da oben ist okay. Vielleicht für die Enkelkinder oder überhaupt für Kinder. Aber die Person, die hier drin mal leben möchte und soll, will sich dann wirklich natürlich nur unten aufhalten. Ja, und ihr seid schon wieder von den Farben so richtig schön nordisch, hell, ne, freundlich. Genau. Also auch hier wieder der erste Eindruck, sehr, sehr einladend, sehr, sehr offen, sehr, sehr schön hell. Schöne Fensterflächen, gefällt mir auch sehr gut. Was ich bisher noch nicht so gesehen habe, ist dieser Sitzbereich. Also den finde ich ja auch mal spektakulär mit so einem richtigen Schwenktisch quasi wie im Wohnmobil, ne? Das zeige ich euch mal, wie das Ganze hier funktioniert und wie das gedacht ist, weil dieses Mobi hat wirklich eine tolle Besonderheit und zwar kann man die Tür hier noch aufklappen. Ich mache das mal eben. Guck mal her. So, ich kann sie jetzt nicht ganz umlegen, weil ja da das nächste Mobi schon steht. Ja. Aber wir ziehen hier das zu. Wir ziehen das zu, wenn es dann auch geht. Ja, da ist noch ein bisschen... Irgendwo hängt er. Naja, muss ich nachher mal gucken. Ja. Aber normalerweise ziehen wir es zu. Drin. Ja, ja. Und dann kannst du dich hierher setzen. Und du kannst, wenn du möchtest, das drehen und wenden, wie du möchtest. Wie ihr seht. Ja. Für deine Kaffeepause, für deinen Kaffeetisch. Kennt man natürlich tatsächlich aus dem Wohnmobilbereich. Hast du vollkommen recht. Genau der gleiche, den wir im Wohnmobil hatten. Ja. Ich finde das, ich finde das super praktisch, weil man in dem kleinen Raum, in dem wir uns ja bewegen, muss es praktikabel bleiben. Absolut. Und dadurch, dass wir den Tisch bewegen können, kann ich jederzeit aufstehen. Ich kann den Tisch decken, wenn jemand sitzt, wenn jemand hoch möchte. Wir kennen das alle, die Kinder, die bleiben nicht lange sitzen. Ja. Dann ist es ein einfaches, den Tisch mal eben weiter zu bewegen und du kannst den um seine eigene Achse ohne weiteres drehen. Gar kein Thema. Und wenn du den mal nicht mehr möchtest, weil du sagst, ach Mensch, ich brauche jetzt hier keinen Tisch, dann wird der abgeschraubt und hat er seine Halterung. Warte, einmal hinter dir. Ich zeig's dir. Da. Ah, ja, okay. Ihr habt auch gleich mehrere Haltepunkte. Sehr gut. Das heißt, der muss nicht immer an der Couch sein. Also, man kann ja auch mal sagen, man möchte das jetzt hier gar nicht haben. Ja. Dann wird er da fixiert. Ja, sehr schön, ja. Mhm. Ja, und hier, wie gesagt, ist es auch wieder ein großer Bettkasten drin. Und ganz wichtig ist, du hast halt hier eben absolute Kopfhöhe, du kannst hier rein und raus erhobenen Hauptes. Ja, du musst nicht und einen verschließbaren Schlafbereich, ne? Genau. Und mal, dass die anderen hier machen können, was sie wollen und trotzdem kann ich die Tür zumachen und habe meinen eigenen Schlafbereich. Ja, sehr spannend. Und vor allen Dingen auch wieder unten schlafen, ne? Finde ich auch wieder das sehr ist gelungen. Auch wieder hier unten schlafen. Hier über dir ist die Leiter. Über die Leiter erreichst du dann den, ich sage immer Chillraum dazu. Da kannst du natürlich hochkrabbeln. Da oben kannst du auch sitzen und mit einem Laptop im Schneidersitz arbeiten, wenn du das möchtest. Die Kinder können dort eine Kuschelecke machen. Du kannst da eine Leseecke machen, was auch immer, was du halt möchtest. Und gleichzeitig hast du aber da drüben auch nochmal die Möglichkeit, dir das entweder als Schlafbereich einzurichten oder eben als Zusatzoption für Kinder, Arbeitsbereich, was auch immer. Ich habe auch Kunden, die machen dort oben ihren Arbeitsplatz rein. Ja. Gibt's alles. Ja, kann man sich vorstellen. Definitiv. Ich mache schon mal wieder kurz die Liegeprobe, ne? Oh, hier, das ist richtig kuschelig. Das ist ja wie so ein richtiges kleines, wie eine kleine Kombüse hätte ich in der Kombüse nicht, aber Kajüte, ja genau. Ne? Oh, vor allen Dingen, ihr habt gute Matratzen. Das ist schön, wenn sie dir gefallen. Also, die sind wirklich gut. Die fühlen sich schön angenehm an, ne? Die sind nicht so weich wie die meisten, sondern... Du musst ja ein Mittelding finden, ne? Es darf nicht zu weich sein, es darf aber auch nicht zu hart sein. Ja. Und unser Empfinden nach denken wir, dass das tatsächlich für die gängigsten Kunden gar kein Thema ist. Nee, genau. Auch also habe ich gleich so das Gefühl, also man liegt gut, ne? Man liegt richtig gut drauf. Ja, na klar, guck mal, dafür hast du ja diese, magst du das mal machen? Einmal den Vorführeffekt. Genau.
Da siehst du nochmal, wie viel Stauraum entsteht. Geht einmal bis rund. Sehr gut, ja. Da ist eine Menge Platz, das stimmt. Und vor allem ganz einfach hier mit den Druckfedern. Ist ja auch ganz gut zum Bett beziehen, ne? Ist auch wichtig, ne, dass man da nicht so reinkrabbeln kann. Ja, TV-Anschluss habt ihr hier. Das heißt, da wird der TV angebracht, dass man schön von der Leseecke das sehen kann. Oben drüber gibt es noch die Klimaanlage, die heizt und kühlt. Ist auch immer ganz wichtig in den Tinys, also sage ich auch wirklich jedem Kunden immer, weil die Tinys natürlich aufgrund der vielen Fenster, die wir hier drin haben, wird es auch warm drin. Also, und da ist natürlich absolut sinnvoll, eine Klimaanlage mit einzubauen. Ja, die Treppenstufen führen, wie gesagt, in den oberen Bereich. Ihr könnt gerne mal hochgehen. Im oberen Bereich ist, ich glaube, Laminat und auch sonst nichts weiter. Teppichboden haben wir hier. Teppichboden, ja. Und die Tina war schon Ja. Ja, Tina hat ja auch schon eingeräumt, das stimmt. schon auch. Ja. Und hier auch ausreichend Steckdosen, ne? USB-Anschlüsse auch, ganz Genau. wichtig. Wir fangen jetzt tatsächlich auch an mit USB-C-Anschlüssen, weil das ja jetzt so das nächste ist, was kommt. Ja. Naja, wir versuchen alles natürlich an der Entwicklung mitzunehmen und auch umzusetzen. Ne? Und was mir halt in der Tat auch wieder richtig gut gefällt, ist die Materialauswahl. Hier, ne? Überall Echtholz Skandinavische gestrichen. Fichte ist das, Genau. Innen wie außen, nur dass sie natürlich innen etwas dünner ist. Aber wir arbeiten natürlich so gut es geht mit Echtholz und wollen natürlich auch gerade was den Innenausbau uns an diesem nordischen Stil halten. Wir mögen das sehr. Ja. Und das siehst du eigentlich in jedem unserer Tinys anhand der Vorhänge, das siehst du anhand der Farbauswahl, die wir hier nehmen. Auch die Deko, es ist alles darauf abgestimmt. Ja. Weil es einfach für uns tatsächlich ein super schöner Stil ist. Und die Ja, das ist meisten stimmig, Kunden definitiv. sind happy damit. Ja. Hier habt ihr mal zur Abwechslung mal eine kleine. Das ist tatsächlich nur eine ganz kleine. Wie gesagt, ich hatte ja zu Anfangs schon kurz erwähnt, dass wir dieses Mobi konzipiert haben für alle, die tatsächlich im unteren Bereich leben wollen und auch gar nicht hoch wollen. In dem Mobi ist auch jetzt kein Backofen drin, den haben wir rausgelassen, weil ich gesagt habe, der das Haus hier mal kaufen wird, der wird nicht mehr großartig backen etc. kochen. Wir halten alles ein bisschen klein, weil das, es ist kein Rentnermodell, aber es zielt darauf ab, ne? Dass es eher an Leute verkauft wird, die sagen, ich möchte daraus mein Feriendomizil machen, nach der Rente irgendwo hinstellen, was auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, Induktionsplatte, wir machen teilweise heutzutage also fast alles nur noch auf dem Herd. Du kannst vieles auf dem Herd machen. Du brauchst den Backofen nicht mehr unbedingt. Deswegen haben wir den rausgelassen. Und hier eben eine kleine Spülmaschine. Hier habt ihr nochmal so ein Auszugssystem. Das ist auch nochmal mit drin. Ja, das hatten wir uns beim vorhin noch nicht angeguckt. Den Sicherungskasten. Hier ist auch alles genau bezeichnet im Sicherungskasten. Also einmal in Polnisch, wir produzieren ja in Polen. Englisch, unsere Hauptsprache und natürlich dann Deutsch für den Kunden. Ganz klar. Und viel Staufläche überall. Hier wieder so ein riesen Kühlschrank, sehr schön. Das ist echt Das toll. ist tatsächlich in allen Häusern, wo wir die Möbeltreppen einbauen, haben wir auch einen großen Kühlschrank. Die kleinen Kühlschränke nutzen wir nur dann, wenn es nicht anders geht. Das werden wir gleich im nächsten Mobi sehen. Und hier seht ihr jetzt nochmal die Insektenschutzrahmen, die liegen hier noch drin. Weil auch das ist wieder so ein Erfahrungsding. Ich hasse es einfach, wenn du Mücken und Insekten im Haus hast. Das mag ich nicht. Und deswegen sind bei uns überall Insektenschutzrahmen, Insektengitter oder eben Rollinsektenschutz mit verbaut. Sehr schön. Ja, das Bad. Ich gehe mal in die Dusche. Dann könnt ihr reinkommen. Hier in dem Bad ist die Besonderheit, dass wir den Boiler komplett verbaut haben im Schrank. Und zwar dieses Mal durchgehend. Und dafür haben wir dann eben da das Wandregal. Und wenn du mal aufmachst, dann siehst du, wo der Boiler versteckt ist, genau. Und unten hast du noch die Möglichkeit, eben deine Handtücher etc., was auch immer, einzupacken.